Hey, mein Name ist Christopher von Platonaris und ich zeige euch heute, wie man aus dieser Folie diese Folie basteln kann. Viel Spaß! So, ich springen wir dazu auch gleich mal in die Folie, die wir verbessern wollen. Und allgemein kann man sagen, dass die Folie an sich gar nicht so schlecht ist. Wir haben eine gut lesbare Überschrift, wir haben eine kleine Zwischenüberschrift, auch noch gut zu erkennen, und dann eine einzige Infografik. Nicht zu überladen, und der Kontrast ist auch so gewählt, dass man wahrscheinlich unter schwierigen Lichtverhältnissen auch die Folie gut erkennen kann. Und jemand, der das pragmatisch sieht und gar nicht so viel Wert auf Design legt, dem wird das mit Sicherheit reichen. Aber wir wollen ja mal anschauen, wie wir hier noch etwas verbessern können. Und dazu habe ich hier einmal die Elemente vorbereitet, die wir brauchen, die nicht im PowerPoint verfügbar sind. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, Icons, die gibt es natürlich im PowerPoint, aber gerade die ich hier haben möchte, die habe ich nicht gefunden. Und zusätzlich noch zwei Bilder. Und das hat den Hintergrund, dass ich eigentlich erst dieses Bild hier benutzen wollte, ist mir aber dann irgendwie ein bisschen zu aufgeregt war, weil man sollte schon versuchen, ruhige Hintergrundbilder zu nehmen, damit der Inhalt, der im Vordergrund steht, nicht in den Hintergrund rückt. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das mit diesen Icons funktioniert. Hier haben wir einmal die Website icons8.de, die ist hier, und wenn wir dann so ein Icon brauchen, können wir ganz normal danach suchen, das herunterladen, entsprechende Auflösung reicht hier, und dann in unsere PowerPoint-Präsentation einfügen. So sieht das dann aus, ungefähr die gleiche Größe. Dazu basteln wir noch eine Form, die machen wir dann so groß wie die anderen, ungefähr zumindest, ja genau. Wählen als Füllung weiß und eine leichte Kontur, das hat eigentlich nur den Hintergrund, damit wir die hier auf der weißen Folie erkennen. So. Ansonsten packen wir das jetzt mal in den Vordergrund und setzen dieses schwarze Icon davor. Das Ganze wird gruppiert und fertig ist es. Fügt sich gut ein, und so können wir es dann auch auf der finalen Folie benutzen. Zu den Hintergrundbildern, das ist ganz einfach, die haben wir hier von Unlash einfach runtergeladen und fertig. So, fangen wir auch schon gleich an, damit es nicht so lange dauert. Das hier brauchen wir alles nicht, und starten mit dem Hintergrund. Den fügen wir ein, und die Design-Ideen brauchen wir jetzt mal nicht. Ziehen das hier groß. So, jetzt ist es so, dass wir die Information hier wahrscheinlich nicht ganz so gut lesen können, deswegen tönen wir das noch etwas. Da gibt es einen Trick, wir packen einfach hier so ein entsprechendes Rechteck über das Bild, wählen als Fülleffekt was relativ Dunkles, ich würde das nehmen, und gehen dann hier in Form formatieren und wählen als Transparenzwert, ich würde sagen 40. Ja, dann haben wir jetzt etwas dunkler und man kann die weiße Schrift davor gut erkennen. So, als nächstes geht es um die Überschrift. Die Überschrift fügen wir einfach ein. Dafür gehen wir auf Einfügen, Textfeld und Informationsaufnahme. So. Als Schriftart habe ich mir jetzt überlegt, was ganz gut aussehen würde, wäre dieses Gill Sans Nova. Dafür nehmen wir das reguläre auf der Startseite, für die Überschrift in der Schriftgröße 54. So, das passt noch nicht ganz so. Oder vielleicht, ja, Bold sieht vielleicht sogar besser aus. Ja, nehmen wir ansonsten die weiße Schrift, damit es auch vor dem Hintergrund gut zu erkennen ist. Das lassen wir erstmal so. So, als nächstes brauchen wir die kleine Zwischenüberschrift. Und das war, was man im
Gedächtnis behält. So, da würde ich sagen, dass wir die Schriftgröße 20 nehmen. Immer noch gut lesbar und man sagt immer so bis 14 sollte das alles kein Problem sein. Aber wir gehen hier auf GearSense Nova Lite. Ja, das Ganze zentriere, genauso wie hier. Und dann gibt es einen Trick. Wir packen das Ganze in die Mitte. Ausrichten und horizontal zentrieren. Genau, vielleicht ein bisschen höher. Das Ganze nochmal, ich glaube, ich habe es verschoben. Ja, so, dann diesen Strich, den ihr gesehen habt. Den fügen wir hier ein. Dann nehmen wir einfach auch dieses Rechtecksymbol. Schauen uns das so an. Kann man natürlich auch mit einem Strich an sich machen. Wir machen das jetzt so, je nachdem, wie es euch lieber ist. Genau, Hintergrund weiß, zentriert und vielleicht noch ein bisschen nach unten gepackt. Fertig. So, als nächstes kommen wir zum Diagramm und das fügen wir hier ein. Gehen wir auf Diagramm und wählen das erste zweite Säulendiagramm. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier müssen wir kurz die Daten eintragen. Und da haben wir die Kategorien Lesen, Hören, Sehen, Hören und Sehen, Sagen und selbst zu tun, beziehungsweise machen. So, die zwei brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die erste Datenreihe. Die können wir löschen. Hier oben, das interessiert uns nicht. Das brauchen wir auf der entsprechenden ersten Folie nicht. Und wir wollen hier Prozentangaben darin haben. Das heißt, wir klicken hier auf Prozent und fangen an 10, 20, 30, 50, 70 und 90. Fertig. Damit können wir Excel schließen. Das wird automatisch in der PowerPoint übernommen und so sieht das Ganze jetzt aus. Noch nicht ganz so, wie wir das haben wollen. Das heißt, als allererstes schauen wir uns an, dass die Schriftart in weiß ist und wir wollen natürlich dieses GearSense als Schriftart haben. Was wir nicht brauchen, ist das. Das können wir löschen. Einfach draufklicken und löschen. Wir brauchen auch diese Bezeichnung an der linken Seite nicht, die Achsenbeschriftung und auch die Skala im Hintergrund interessiert uns nicht. So, das wollen wir auch in weiß. Dazu klicken wir einfach drauf, Fülleffekt, weiß und fertig. Was ich ganz schön finde, ist, wenn die entsprechenden Balken etwas größer sind. Das heißt, wir gehen hier auf, ja, nicht 100, aber ich würde sagen 120%. So, das Ganze machen wir etwas kleiner und haben hier schon, ja, die Grafik, wie sie vorher war. Was wir jetzt noch nicht haben, sind die Informationen. Die fügen wir jetzt hier noch ein zu den einzelnen Größen. Dazu gehen wir hier auf Diagrammelemente und tragen ein Datenbeschriftung. Die wollen wir zentriert haben. Das heißt, wir gehen hier auf zentriert. Und jetzt kann man die natürlich nicht erkennen, weil die Schriftart voreingestellt weiß ist. Das macht wenig Sinn bei weißen Balken. Das heißt, wir gehen hier mal auf ein Grau und damit wir sie besser erkennen können, in Fett. Ich würde vorschlagen, ihr geht da auf das Maximum, was möglich ist. Ich würde jetzt mal auf 14 gehen. Viel größer nicht, ansonsten wirkt es zu unübersichtlich. Aber so hat man schon mal die entsprechenden Daten drin und weiß ungefähr, um was es geht. So. An sich könnte man jetzt aufhören, hätte alles gesagt, was auf der anderen Folie auch drauf war, aber wir wollen ja noch ein bisschen was aufhübschen. Dazu nehmen wir unsere Icons hier, kopieren die und was ihr sehen könnt hier, da habe ich das Gruppieren vergessen und das wird uns später Probleme bereiten beim entsprechenden Anordnen und deswegen hole ich das kurz nach.
Das hat nämlich auch den Hintergrund, dass wenn ihr das Icon später die Größe da anpasst, dass wir das verzerren. So, seht ihr? Wir probieren das gleich mal ganz kurz alles zusammen, um das so grob zu justieren. Und damit seht ihr hier, das sollte nicht passieren. Das heißt, ihr müsst die Shift-Taste gedrückt halten, das wisst ihr sicher, um die entsprechenden Maße nicht zu verzerren. Und wir können das auch ein bisschen größer machen. Um das so zu verschieben, drückt ihr die Steuerungstaste und zieht es einfach nach rechts. Damit nutzen wir die Folienbreite noch etwas mehr aus. So, jetzt haben wir die Icons hier. Ich würde sagen, wir justieren mal 1 und ja, viel größer würde ich das dann auch nicht machen. Jetzt können wir die Gruppierung wieder aufheben. Zack. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur das ganz rechte Icon zu justieren. Versuchen, dass es so ein bisschen in der Mitte ist, damit auch keiner mit dem Lineal nachmessen. Zack. Und jetzt habe ich das verschoben, das wollen wir nicht. Dann markieren wir alle und jetzt ist es sehr hilfreich, dass wir das vorher die einzelnen Elemente gruppiert haben, weil wir können jetzt einfach auf Anordnen gehen, ausrichten, erst einmal vertikal zentrieren, ne, das ein bisschen feiner und dann sparen wir uns viel Arbeit, indem wir auf horizontal verteilen gehen. So, da haben wir die alle in der entsprechenden Größe und können das dann nämlich, haben da keine Arbeit, das nachzujustieren. Den einen Balken, den ihr gesehen habt, den können wir so einfügen, indem wir auf Grafikentwurf gehen, Diagramm und dann Trendlinie. Wir nutzen hier die exponentielle, weil es an sich exponentiell diese schöne Linie ergibt. Und die Linie bearbeiten wir dann hier, indem wir, ja, ich sag mal, 3 Punkte Größe verwenden. Die Punkte gefallen mir jetzt nicht so, das kann jeder selbst machen, aber ich würde jetzt eine Linie nehmen und als Farbe weiß. So, damit haben wir schon alle Informationen oder alle Elemente, die wir so im Wesentlichen brauchen. Jetzt fehlt nur noch diese Highlight-Box hier oben und dazu nutzen wir wieder hier ein Textfeld, kopieren wir das einfach. Besteht aus 3 Elementen, einmal der Zahl, das war 90%. Kann am Ende jeder selbst entscheiden, was er highlighten möchte. Ich würde jetzt auf 90% gehen, in der Schriftgröße 60. Dann, oh, das nicht, in der Schriftgröße 60. Dazu bietet sich an, einen kurzen Text darüber zu setzen. In dem Fall habe ich jetzt mal gewählt. Wichtig, man kann auch sagen Highlight oder wie auch immer. Nehmen wir es mit Großbuchstaben, sieht besser aus. Wichtig, aber hier würde ich nicht auf die 90 gehen, sondern nur auf Schriftgröße 20. So, setzen wir das hier drüber. Na, so. Und hier kommt dann ein Text rein, den habe ich jetzt mal vor. Nee, tippen wir jetzt nicht. Ist am Ende auch egal, was da steht. So muss es ungefähr aussehen. Ich würde jetzt nicht auf die 20 gehen, nehmen wir hier 16, da das ansonsten zu viel Text und zu groß wirkt. So, haben wir die Highlight-Box noch vorgefertigt. So, das brauchen wir nicht. Ziehen das Ganze noch etwas nach unten. Und fertig ist die Folie. So, das ist nochmal die Folie zur Zusammenfassung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Folie vorher aussah, dann hat sich schon einiges getan. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Link zu allen Informationen oder die Links zu allen Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare und ihr könnt uns auch gern kontaktieren über unsere Website, Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn ihr selbst mal ein Projekt habt, was wir in Videoform umsetzen können, wo wir Leuten helfen können, damit alle was davon lernen und euch auch geholfen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Zeit
und bis zum nächsten Mal.